Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr mir konstruktive Kommentare hinterlasst, dass ihr mir Likes gebt und dafür, dass ihr eine tolle Community seid. Ich habe es mit eurer Hilfe geschafft, 10.000 Abonnenten zu bekommen. Als ich mit meinem Kanal angefangen habe, kam mir diese Zahl unwahrscheinlich groß vor und sie kommt mir auch heute noch unwahrscheinlich groß vor und deshalb möchte ich euch von Herzen einmal Danke sagen. Mit meinem heutigen Video möchte ich gerne eine Idee ausprobieren, die ich schon lange im Kopf hatte, und ich möchte wieder ein Rakelbild malen, aber ein Rakelbild mit reduzierten Farben. Damit meine ich, dass ich ein Schwarz benutze, eine Metallicfarbe und einen sehr dunklen Rotton. Ich weiß ja, wie das Ergebnis des Bildes wird und ich würde tatsächlich etwas anderes machen, wenn ich beim nächsten Mal diese drei Farben wieder miteinander kombiniere. Aber auf diesem Kanal zeige ich euch ja auch Dinge, die anders werden, als sich die Künstlerin das ausgedacht hat. Ich glaube, vom Grundprinzip her bin ich da auf einem richtigen Weg. Zunächst einmal habe ich meine Leinwand mit einer Hintergrundbemalung versehen und da benutze ich zwei Farben, einmal das Oxidschwarz und einmal das Zinn, und vermische die beiden Farben auf der Leinwand. Der Anteil von Schwarz ist allerdings höher, sodass also das Zinn nur an einigen Stellen als Metallspur aufleuchtet. Nachdem ich das Ganze trocken geföhnt habe, gehe ich zum ersten Mal mit der Farbe Kamin über meine Leinwand. Und das Kaminrot ist eins der dunkelsten Töne, die die Farbpalette von Amsterdam Acrylics aufzuweisen hat. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, dass ich meine sämtlichen Materialien, Pinsel, Leinwände, Farben alle selbst erwerbe und nicht gesponsert werde. Und wer sich dafür interessiert, welche Farben es im Einzelnen genau sind, der kann gerne in die Videobeschreibung gehen. Dort liste ich normalerweise die Materialien auf und verlinke auch zu Amazon. Und bei Amazon bin ich Amazon-Partner. Das sind sogenannte Affiliate-Links. Und wenn ihr über diese Links etwas bei Amazon bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Die Produkte sind für euch aber deshalb nicht teurer. Zurück zum Bild. Ich trage also das dunkle Rot in mehreren Bahnen und mehreren Farbaufträgen auf, weil ich zunächst erstmal sicherstellen möchte, dass der Farbauftrag relativ dicht ist, denn bei Rottönen handelt es sich oft nur um halbdeckende oder halbtransparente Farben. Bei Rot kommt erschwerend hinzu, dass es normalerweise auch recht dunkel auftrocknet. Also das ist hier schon ein sehr schönes Experiment. Ich benutze das dunkle Schwarz und ein dunkles Rot, um ein Bild zu malen. Nachdem ich mit meinem Farbauftrag in Kamin zufrieden bin, wechsle ich zum Schwarz und mit jeder schwarzen Farbschicht seht ihr, wie sich das Schwarz und das Rot mehr vermischen. Es gibt Stellen in diesem Bild, da sieht es erst so aus, als hätte ich eine chinesische Papierlampe in Rot und Schwarz. Das war so meine Idee, als ich das gesehen habe. Und danach nimmt das Bild den Ausdruck von glühenden Kohlen an. Also als würde, auch wie bei einem Vulkanausbruch, wenn die Lava fließt, unter der schwarzen Schicht noch ein intensives Rot leuchten. Und auch das sehe ich hier in diesem Bild. Nachdem ich mit meiner schwarzen Schicht fertig bin, greife ich zur Metallicfarbe und die Metallicfarbe ist in jedem Fall eine transluzente Farbe. Diese transluzente Farbe gebe ich allerdings recht dick auf mein Rakelwerkzeug, sodass also im ersten Augenblick die darunterliegenden Farben auch zugedeckt werden und zum Ende hin wird die Farbe relativ durchscheinend. Dadurch verändert sich auch das Rot, denn auch das Rot
hat ja, wie ich schon erwähnt habe, halbdeckende Anteile und es wird ein sehr interessantes Rot, welches auch so ein bisschen ins Lilafarbene geht oder ins Violette geht, denn das Rot ist kein reines Rot. Ein reines Rot wäre Magenta, aber das wollte ich hier auf dieser Leinwand nicht haben. Nachdem ich die Farbschicht in Zinn aufgetragen habe, nutze ich leider etwas zu viel Schwarz. Grundsätzlich bin ich mit den roten Inseln noch sehr einverstanden, aber es hätten mehr Inseln sein dürfen für meinen Geschmack. Und deshalb wechsle ich nach der schwarzen Farbschicht dann nochmal auf Rot, um wieder etwas mehr Leuchtkraft in dieses Bild zu bringen. Mit dem Rot kommt wieder etwas mehr Leuchtkraft in das Bild zurück und auch das Rot vermischt sich sofort mit der darunterliegenden schwarzen Farbschicht. Und was mir beim Rakeln dieses Bildes aufgefallen ist, ich hätte für mein Experiment eine größere Leinwand verwenden sollen, denn dann wären noch mehr unterschiedliche Farbnuancen in den verschiedenen Schichten herausgekommen. Einfach weil da nochmal mehr Möglichkeit bestanden hätte, die Farbe unterschiedlich gewichtet aufzutragen. Als Künstler würde man jetzt von diesem Experiment aus eine Serie anfertigen, eine Serie ähnlicher Bilder, um dann zu entscheiden, welches Bild mit am gelungensten ist. Am Computer kann ich das relativ leicht simulieren. Manche Künstler machen das auch, wenn sie bei einem Bild nicht weiterkommen, dann wird das Bild soweit wie es fertig ist digitalisiert und dann entsprechend am iPad oder am Computer mit einem Programm bearbeitet, um zu gucken, wie kann ich mit diesem Bild fortfahren. Und das finde ich, dass es eine sehr schöne Methode ist. Bei der Rakeltechnik, so wie ich sie verwende, wo ich meistens nass in nass arbeite, funktioniert das dann nicht. Und ich möchte auch nicht warten, wenn die Farbe angetrocknet ist, ergeben sich ganz andere Strukturen auf meiner Leinwand und es kommen in jedem Fall ganz andere Bilder zum Vorschein. Momentan rakel ich die letzte Bahn für dieses Bild. Ich habe mich entschieden, das Rakelwerkzeug relativ mittig aufzusetzen und eine komplette Bahn zu rakeln. Und anschließend gehen wir mit der Kamera einmal über das noch nasse Bild und schauen uns die schönen Schlieren und Strukturen an, die einzelnen Inseln und sehen auch noch den Metallschimmer, den das Zinn in den einzelnen Schichten hinterlassen hat. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du mir ein Like hinterlässt. Du darfst gerne Konstruktives in meine Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.